wenn man den Mainstream-Medien Glauben schenken möchte, dann geht es mit Großbritannien nach dem Brexit steil bergab. Ob das wirklich so ist oder ob es sich möglicherweise für die britische Politik völlig neue Perspektiven ergibt, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen wieder einmal aus dem wunderschönen indianischen Kulturzentrum in Nova Scotia auf der Halbinsel Cape Breton Island, wo wir diesmal wieder zu Gast sein dürfen. Lieber Andreas, wenn wir uns so die Medien anschauen, dann hat man ja den Eindruck, Großbritannien völlig isoliert, ökonomisch demnächst völlig am Ende. Siehst du das genauso? Ja, das ist natürlich die allgemeine Darstellung und wir wissen eines, was wir lernen durften bisher in diesem System. Die allgemeinen Darstellungen sind eigentlich immer falsch und hier natürlich auch. Ich bezweifle, dass die Briten sich isoliert haben, vielmehr haben sie sich befreit. Wir dürfen nicht vergessen, dass es natürlich ein sehr gespanntes Verhältnis gibt oder auch ein sehr spezielles Verhältnis zwischen USA und Großbritannien und an den eigentlichen Themen wird vorbei operiert. Ja. Wir diskutieren eben halt als Grundlage für diese Entwicklung des Brexit die Themen beispielsweise Flüchtlingskatastrophe, unkontrollierte Einwanderung und auf der anderen Seite eben halt die dramatischen Warnungen vor einem Zusammenbruch der britischen Wirtschaft, falls man aus der EU austreten würde. Beide Teile gehen natürlich komplett am eigentlichen Thema vorbei. Die Ursachen liegen wie immer ganz woanders. Ja. Du hast schon darauf hingewiesen, dass es ein etwas schwieriges Verhältnis, wenn man das mal so auf die Jahrzehnte und Jahrhunderte sich anschaut, zwischen den USA und Großbritannien gibt. Vielleicht sollten wir zum Verständnis auch dessen, was jetzt passiert, einfach mal so einen kleinen Rückblick in die Geschichte machen, um zu verstehen, wie sich diese beiden Staaten miteinander, wie die beiden Staaten miteinander umgegangen sind. Und vielleicht ist der Start, wir haben ja so etwas wie eine Unabhängigkeitserklärung, einen Unabhängigkeitskrieg der USA. Von wem hat sich denn die USA damals unabhängig erklären wollen und sollen? Naja, Großbritannien, sprich das Commonwealth und deren angeschlossenen Staaten, das heißt also die massive Unterwerfung im Rahmen der Kolonialisierung Großbritanniens, die sich herauskristallisiert haben als der Weltplayer schlechthin, waren natürlich auch sehr daran interessiert, die neue Welt, nämlich jenseits des Atlantiks in York, später New York, ja, eben halt auch unter ihren Fittichen zu haben. Und aus diesem Grunde war natürlich ein sehr starker britischer Einfluss auch gleich von vornherein in diesen Gefilden an der Ostküste USAs natürlich vorhanden. Und der zog sich auch durch mit den Eisenbahnbau, die durch die großen Railway-Organisationen dann eben halt gen Westen gingen. Der wilde Westen wurde ja erst noch erobert. Hat man natürlich versucht, dort die Hände komplett drüber zu haben. Und das passte natürlich diesen Menschen in der neuen Welt nicht, weil ja nicht alle glücklich waren unter der Kolonialisierung der Briten in dieser Zeit. Und man hatte sich deshalb natürlich dann 1776 dazu entschieden zu sagen, und jetzt erklären wir uns unabhängig, und zwar von Großbritannien, die den Druck, auch das Finanzsystem an der Ostküste eben halt aufbauten zu der Zeit. Und da waren die Briten natürlich auch nicht besonders glücklich drüber. Und man versuchte dann im Rahmen der dann anschließenden amerikanischen Verfassung, ja auch sogar aus den schottischen Familien, ja, die Hamiltons, die versuchten ja ein Königreich der USA zu installieren. Das wurde dann natürlich unterbunden und als dann Anfang des 19. Jahrhunderts Thomas Jefferson die Republikanisch-Demokratische Partei einführte, also eine Art republikanisches System nach demokratischen Prinzipien, was man nicht mit einer Demokratie verwechseln sollte. Demokratie war natürlich nicht vorgesehen, sondern eine Republik. Die meisten verstehen leider den Unterschied nicht, aber das würde unseren Rahmen sprengen. Und so kam es natürlich dann dazu, dass diese Spannung zwischen Großbritannien, die nun ausgebotet wurden, und USA natürlich ein ganz klares Bild, was sich da entstand und über Jahre auch hinzog. Also die Unabhängigkeit ist oder die Unabhängigkeitserklärung eine Unabhängigkeit von britischer Unterdrückung. Ja. So muss man das einfach sehen. Also die waren nicht
Best Friends am Anfang, sondern genau das Gegenteil. Genau so. Das war eine Konfrontationspolitik. Hat Vielleicht denn, noch ganz kurz, die Briten ja. wollten es ja sogar zurückerobern. Die Ja, ja, Briten hatten ja genau. nun 1861 bis 1865 extra noch Bürgerkriege installiert, Ja. die sogenannten Baumwollkriege, also die Nord-Süd-Staaten-Konflikt zwischen 1861 und 1865. Das klassische System der Imperialisten ist ja eigentlich immer, den Gegner gegeneinander aufzuhetzen, Teile und Herrsche, Spalte, Pars Populi und dann eben halt zu zerstören. Und wenn sie sich dann gegenseitig zerstört haben, kommt der Installateur und übernimmt dann die beiden geschwächten Staaten. Und das hat nicht funktioniert. Es hat nicht nur nicht funktioniert, sondern es ist vor dem Hintergrund auch immer die große Überraschung. Angeblich, so steht es in unseren Geschichtsbüchern, ging es ja um die Sklavenbefreiung. Ja, okay. Und am Ende der Sklavenbefreiung, also am Ende eines Krieges, bei dem es um die Sklavenbefreiung ging, wurde nicht ein Sklave befreit. Es blieb eigentlich alles beim Alten. Ja, natürlich. Also das Thema hat natürlich überhaupt keine Rolle gespielt. Ja. Jetzt am Ende des amerikanischen Sezessionskriegs gibt es einen amerikanischen Präsidenten, Abraham Lincoln, der dieses Ende nur ganz kurz überlebt. Ja, der wurde ja nun 1865 dann ja ermordet und wir haben dann ja eben halt diese spannende Entwicklung, dass dann auch, das kennen wir aus dem Kennedy-Attentat natürlich auch wieder, dass dann plötzlich zufällig dieser verwirrte Mörder dann auch gleichzeitig tot aufgefunden wurde und damit die Sache unter den Tisch gekehrt wurden. Und du weißt ja noch mehr darüber. Die Amerikaner sind bis heute sehr überzeugt davon, wie bei Kennedy auch, dass es eine Geschichte dahinter gibt. Und es hat in der Tat etwa 20, 21 Jahre nach dem Attentat von Booth eine Untersuchung gegeben eines Kriminalisten und Kommissars, der zu ganz anderen Ergebnissen kam. Und insbesondere, und da sind wir wieder bei unserem Thema, die Hintermänner der Krone. Also die Attentatshintermänner waren letztendlich Attentäter, die im Auftrag Londons gehandelt haben. Also man sieht hier, wie stark die Reibereien gewesen sind. Es hat sich aber dann weiterentwickelt und auch in eine andere Richtung entwickelt. Ja, die Spannung nahm natürlich ihren Lauf Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Spanienkriege. Gerade Kuba war ja nun ein ganz wichtiges Thema in dieser Geschichte. Da näherten sich dann England oder Großbritannien, wir dürfen das nicht vergessen, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika wieder an in einer Zweckgemeinschaft, um gemeinsam eben halt den spanischen Konkurrenten an die Seite zu spielen. Und es entstand eine Art Vorfreundschaft, die sich dann manifestierte in der Pilgrim Society 1902, die sogenannte Pilgergesellschaft gewissermaßen. Und das formierte sich dann ja letztendlich auch zu einer weiteren Zweckgesellschaft. Wir wissen ja, dass dann der Erste Weltkrieg installiert wurde, der ja auch spannende Gründe hat, die auch hier unser Thema natürlich zu weit auseinanderfächern würden. Bis 1917 dann diese Freundschaft im Rahmen der Balfour Declaration eben halt ihr Finale, ihr vorzeitiges Finale fand, indem man sich bereit erklärte, auf palästinensischem Gebiet einen jüdischen Staat zu errichten. Was ja dann noch einen Krieg dauerte, bis man es 1948 auch umsetzen konnte. Klar. Das wurde 1917. Also die Annäherung, das ist ja spannend, auch weil du die Pilgrim-Gesellschaft ansprichst, eine Gesellschaft, der die Krone vorsteht und gleichzeitig eine Gesellschaft, die in den USA politisch tätig ist und nicht irgendeine Sekte. Wir haben dann im 21. Jahrhundert einen amerikanischen Finanzminister, der aus dieser Truppe kommt. Also die Verbindungen sind durchaus sehr eng in dem Bereich. Also Großbritannien war ja immer der führende Kopf in der Geschichte, obwohl 1917 natürlich ein Missgeschick gewissermaßen passiert ist, dass USA sich gleichwertig mit Großbritannien fühlte und sich auch weigerte, dem Commonwealth beizutreten. Das haben sie nicht gemacht. Also sie blieben schon eigenverantwortlich, aber im Rahmen einer Kooperation. Könnte das auch so ein Punkt sein, der irgendwo so die Eitelkeit Londons verletzt hat? Ja, natürlich. Also nicht im Commonwealth und die Augenhöhe. Ja, wir haben ja nun eine Dreiteilung der Macht ja auch letztendlich in England, weil zu der Zeit natürlich nicht nur das britische Königshaus eine Rolle spielte, sondern natürlich auch die City of London, die ja exterritorial ganz besondere Rechtsnormen hat innerhalb Englands, abgesehen von dem sogenannten Parlament, wo Chamberlain dann später zum Beispiel und dann Churchill eben halt sein Wesen trieben.
Und das heißt also, genau diese Sondersituation gerade der Machtstrukturen sind ja auch immer ganz heiß. Aber natürlich hat das Königshaus immer sehr gern mit der City of London natürlich gemeinsame Sache gemacht, weil da natürlich die stärkste Macht auskommt. Downing Street Number 10, Parlamente, das wissen wir alle, sind ja mehr oder weniger das Opium fürs Volk. Ja, ja. Also wichtig ist, weil du das gerade ansprichst, dass wir so ein bisschen auseinanderbröseln die unterschiedlichen Player in dem Spiel. Ja. Du hast jetzt die Krone angesprochen, du hast die City of London angesprochen, du hast die Downing Street und das Parlament angesprochen. In den USA ist es ja auch ähnlich, dass man unterscheiden muss zwischen denen, die das eigentliche Sagen haben und denjenigen, die da im Parlament Politiker spielen. Klar. Klar, klar. Also die Machtstrukturen gingen immer von anderswo aus. Die entscheidende Situation war, dass man die Machtstrukturen der Staaten ausgehebelt hat, indem man den Vertrag, also die Verträge von privaten Parteien über das geltende Recht stellte. Das war das Entscheidende. So konnte es zum Beispiel sein, dass 1900 und Ende der 30er Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die Five Eyes war das, die sich dann entwickelten, die dann beispielsweise Verträge und Konstellationen machten im freien Handelsverkehr oder 1948 dann eben halt den größten Verbund von Geheimdiensten machten. Das war ja Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und die USA. Und die USA und die natürlich, USA natürlich. Klar. Und die natürlich dann zum Beispiel ein Abkommen, was wir heute unter Echelon kennen, machten im Rahmen der Geheimdienstlichkeiten, die übrigens gegen die jeweiligen Nationalstaatlichkeit, gegen das Recht der Nationalstaaten, also sogar Englands und Großbritannien und Vereinigten USA, Staaten und so weiter, verstießen. Ja. Das heißt aber, diese Verträge untereinander, die wurden über die eigentlichen Gesetze gestellt. Ja. Also hier sieht man letztendlich, dass die Privatisierung eben halt schon ein Beraubungsvorgang ist. Ja. Also das ist insofern ganz wichtig, als diese Geheimdienstkooperation ja deutlich macht, dass es wirklich um blanke Machtinteressen und nie um Recht oder Rechtsstaatlichkeit oder das Einhalten von irgendwelchen Gesetzen ging. Und du hast jetzt Five Eyes angesprochen. Es gibt ja mehrere solche Geheimdienstkooperationen mit, wie man durchaus, wenn man das 20. Jahrhundert sich anschaut, grausamen und brutalen Konsequenzen dieser Zusammenarbeit. Also die Strukturen der Geheimdienste, dieser Five Eyes, die haben natürlich auch verschiedene Organisationen ins Leben gerufen, die Staaten gestürzt haben und auch nachweislich Terroranschläge. Das hat man ja nochmal modifiziert 1982, indem man richtige schlagkräftige Truppen aufbaute innerhalb der privaten Vertraglichkeit, mit der man dann letztendlich in die Politik eingriff. Wir sehen das, wie das heute läuft, wenn ich mir ansehe, Venezuela, wenn ich mir ansehe, wie in Südamerika ein Land nach dem anderen abgeschlachtet wird. Das ist schon alles außerordentlich dramatisch. Es geht rein bis in den Bereich, den wir kennen ihn ja auch gut, der Schweizer Historiker Daniele Ganser mit den ganzen Gladio und staatsterroristischen Aktivitäten. Das ist alles, Die Nachweise sind wunderbar erbracht. Ja, richtig, richtig. Das hat alles seinen Hintergrund in dieser USA-Großbritannien-Kooperation, Geheimdienstkooperation. Und ist jetzt nicht nur etwas des 20. Jahrhunderts, vielleicht um das einfach noch kurz abzuschließen. Es gibt Organisationen, die heute dann beispielsweise für Staatsstreiche über Farbenrevolutionen sorgen. Das ist dieselbe Wurzel. Klar. Die Annexionen laufen auf demselben Weg ab. Ja. Wenn die Zusammenarbeit dann enger wurde durch die gemeinsamen Interessen im Ersten Weltkrieg, die gemeinsamen Interessen im Zweiten Weltkrieg und dann im Kalten Krieg, ist es trotzdem so, dass es irgendwo einen Dissens, irgendwo etwas zurückblieb, was Großbritannien und die USA nicht so komplett harmonisch aneinander banden? Ja, natürlich. Wenn wir sehen, dass 1941 die NATO gegründet wurde, die unter Augenhöhe natürlich von Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika durchgezogen wurde. Wenn wir aber wussten, dass Großbritannien immer noch in der alten Commonwealth-Hybris sich befand, das sehen wir spätestens als 1936 Churchill eben halt die Forderung stellte oder ganz klar artikulierte, die europäischen Staaten dem Commonwealth zu übertragen. Das war ja sein Ziel. Dann kam der Zweite Weltkrieg und verschiedene andere Aktivitäten dazwischen, woraufhin er dann nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich die Vereinigten Staaten von Europa führte, vermutlich in einem ersten Schritt,
Und wie wir jetzt sehen können, war diese Vermutung sogar zu Recht. Ja. Denn dann haben wir gesehen, dass natürlich ein Spannungsfeld war und die USA, das dürfen wir nicht vergessen, hochdefizitär ist wirtschaftlich. Natürlich auch in ihrer Hybris, also als Weltpolizei aufzutreten, ohne die entsprechenden Strukturen zu haben. Man darf ja nicht vergessen, sie könnten ihre gesamten Militäreinheiten sich nicht leisten, wenn die restliche Welt sie nicht finanzieren würde über ihre Außenhandelsüberschüsse. Überschüsse machen ja nicht die anderen. Die Überschüsse, die Deutschland zum Beispiel gegen USA macht, bedeutet ja, dass das Geld nach USA fließt. Diejenigen, die defizitär sind, sind ja die eigentlichen Überschussinhaber. Das ist ja auch wieder eine Verwirrung der Worte. Man glaubt ja immer, wenn einer ein Defizit hat, liegt er im Minus. Und wenn er einen Überschuss hat, hat er Plus. Genau das Gegenteil ist ja der Fall, was die meisten ja ökonomisch gar nicht verstehen, außenhandelspolitisch gar nicht verstehen. Und nun ist es so, dass England irgendwann gesagt hat, ich vermute mal speziell auch die Königin, die irgendwann gesagt hat, also das darf nicht sein, dass sich hier jemand als Weltpolizei, als Western-Sheriff aufspielt. Und wir sehen ja, was sich da jetzt gerade entwickelt hat, dass diese Spannung der EU, die ja auch gegründet wurde, und die EU ist ja nichts anderes als eine NATO-organisierte Organisation. Das ist den EU-Inhabern ja gar nicht klar. Die meisten Menschen glauben ja, EU hat was mit Europa zu tun. EU ist eigentlich ein europäischer Begriff für NATO. Das ist eine NATO-Einheit. Das sehen wir ja auch deshalb, dass die Menschen, die dort in Brüssel und in der EU eben halt eingesetzt sind, also die politischen vermeintlichen Großmachtinhaber, wenn ich mir sehe, das ist ein Bürgermeister einer Kleinstadt aus Nordrhein-Westfalen und Herrn Junkers, der man momentan Timmermans, sind schon teilweise wirklich, es war ja mal so auch ein bisschen so ein Abladeplatz von Politikern, die man national nicht mehr haben wollte, die man dann eben mal nach Brüssel weglobte. Und man brauchte auch keine Leute, die tatsächlich offensichtlich über Sachverstand verfügen und was ja auch gelungen ist, sondern sie sollten ja letztendlich nur abarbeiten im Namen der NATO. Und wenn man sich dann anguckt, dass natürlich diese NATO-Machtstruktur ausgeht, also präsentiert wird durch Deutschland aufgrund der verfassungsrechtlichen Problematik, das heißt also Frau Merkel momentan natürlich im internationalen Bereich natürlich dasteht als die Führerin Europas, was sie natürlich nicht ist. Sie ist eine Untergebene der NATO, ist ein Knüppel. Die letztendlich die US-amerikanischen und die NATO-Informationen empfängt und gibt sie natürlich in Europa dann weiter. Und die Europäer sind deshalb natürlich auch sehr kritisch eben halt gegenüber Frau Merkel, die offensichtlich die Macht repräsentiert, aber sie vermutlich gar nicht innehat. Das sind ja die Fragen, die sich hier stellen an dieser Stelle. Und ich habe da so Vermutungen oder Fragen, die ganz abweichen von dem, die wir jetzt hier offiziell hören in den täglichen Medien. Das, was du ansprichst, bedeutet wieder einmal, dass Deutschland hier letztendlich instrumentalisiert wird, nicht irgendeine Machtposition innehat, sondern instrumentalisiert hat, um die anderen unter dieses NATO-System zu unterwerfen, hat also mit einem Großmacht oder einer mächtigen Politikerin, wie sie uns verkauft wird, natürlich nicht das Geringste zu tun. Die ganze EU wird natürlich instrumentalisiert, denn EU und NATO sind zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn man das verstanden hat, das Problem ist, dass man glaubt, es handelt sich um eine eigene Organisation, die in irgendeiner Form autark die Freundschaft mit Europa will und all diese Dinge. Das ist ja nachweislich nicht der Fall. Es gab nie so viel Querelen zwischen den europäischen Staaten, wie seitdem wir die EU haben. Das ist logisch, weil es eben eine völlig andere Aufgabe auch hat, wo der Vertrag an oberster Stelle steht. Wir sehen TTIP, wir sehen CETA, wir sehen diese ganzen Dinge. Das heißt, die Verträge der Konzerne werden über den Interessen der politischen Völker der einzelnen Nationalstaaten gestellt. Also eine ganz klare Angriffsorganisation gegen Europa. Ja. Und es ist ihnen gelungen, Europa und die EU in einer Hand. Wenn die Leute sagen, die EU bricht auseinander, dann glauben die Leute, Europa bricht auseinander. Ich glaube, was Besseres kann Europa nicht passieren, als dass die Geißel EU sich verabschiedet und die Europäer wieder zusammenkommen. Wobei wir durch den Brexit natürlich jetzt eine Chance hätten, aber ich bezweifle, dass wir bei den Funktionsträgern eine Chance haben, dass das erkannt wird, das jetzt vernünftig umzusetzen. Gut. Auf der anderen Seite kann man, da kommen wir noch drauf, natürlich davon ausgehen, dass sich die Dinge so entwickeln und ob da irgendwelche Nasen in Brüssel dazu etwas beitragen wollen oder nicht, ist dann letztendlich auch völlig gleichgültig. Also die Dinge werden sich wie auch immer entwickeln. Stichwort NATO nochmal. Großbritannien und NATO, ist das ein bedeutsamer Faktor?
Also Ja, was die natürlich. Finanzierung... Also wir dürfen nicht vergessen, die EU ist ja letztendlich eine Organisation, die ja die NATO-Aktivitäten NATO ist ja eigentlich ein US- und auch britisches System, dem die anderen vermeintlich angehören. Und jetzt haben wir eben halt diese Spaltung zwischen USA und Großbritannien, weil in letzter Zeit die USA sich das Recht offensichtlich herausnahmen, allein die Macht über die NATO haben. Ja. Und das fanden natürlich die Briten nicht so wahnsinnig toll. Die EU wurde mal gegründet unter offensichtlich anderen Vorgaben und jetzt fühlt sich natürlich Großbritannien relativ an die Wand gespielt. Und Großbritannien ist der größte Finanzier natürlich der NATO-Aktivitäten in Europa mit 15% ihres eigenen Verteidigungshaushaltes. Ja. Und die anderen werden dann eben halt mitgezwungen, aber unter der vermeintlichen Ägide von Frau Merkel, die wiederum als verfassungsrechtlich problematisches Staatengebilde natürlich da eine Gruppe zu vertreten hat, die man relativ gut steuern kann. Das ist einfach so. Und so tritt das ja nach außen. Und unter diesen Gesichtspunkten jetzt ist natürlich irgendwann der Punkt gekommen, dass wenn jetzt Großbritannien anfängt und sagt, wir wollen dieses Spiel nicht mehr mitspielen, wir wollen eventuell mit der USA unsere Verhandlungsposition neu steuern und das Thema Brexit kam ins Spiel, auszusteigen aus der EU. Und hier beginnt ja der eigentliche Punkt, wo plötzlich eine Partei unter einem Nigel Farage auftritt und fordert den Ausstieg aus dieser EU-Geißel, was ja unglaubliche Vorteile für Großbritannien, das heißt für England, fordert. Und interessanterweise unterstützt das britische Königshaus und die City of London gemeinsam diesen Weg. Und es entsteht jetzt eine Pressearbeit, die für und gegen Brexit ist. Das ist sehr spannend, weil normalerweise gibt es in der EU-Diktatur, kannten wir das, denken wir an den Vertrag von Lissabon, den man vorher ja EU-Verfassung nannte, der dann zum Beispiel von den Irländern gewählt wurde. Und als man dann gesagt hat, man würde da sich gegen steuern und würde sagen, wir haben uns gegen die EU-Verfassung entschieden, da stellte sich Frau Merkel am Wahltag hin und sagte, dann müssen die halt nochmal wählen. Ja, und zwar so lange, bis unser Ergebnis rauskommt. Das steht da ja hinter. Das heißt, diese Diktatur hatten die einfach keine Lust mehr. Und die Briten, die eigentlich meinten, sie gehörten zum Machtsystem, fühlten sich offensichtlich von ihrem Partner irgendwie in Stich gelassen. Da sieht man wieder diese Spannung. Und haben irgendwann gesagt, wir machen nicht mehr mit. Und dadurch, dass sie dann aus der EU aussteigen könnten, hatte die Königin und also das Königshaus und natürlich, man darf nicht vergessen, was das bedeutet, das Königshaus. Es handelt sich ja um den Commonwealth. Das sind ja letztendlich 53 Staaten, die dem Commonwealth angehören, also der britischen Krone in irgendeiner Form, wobei die Königin selbst 16 großen Staaten, wie zum Beispiel Kanada, eben halt sogar, oder Australien oder Neuseeland, eben halt sogar richtig vorsteht. Also das heißt, sie steuert und führt, also Königin dieser Länder ist. Das heißt, es handelt sich ja um einen sehr, sehr großen, auch finanzstarken und wirtschaftlich starken Komplex um den Commonwealth. Dagegen ist beispielsweise die USA zwar flächenmäßig groß, aber die Menschen sind defizitär in der Wirtschaft und leben in Zelten und sind in Armut und es gibt Aufstände. Das heißt, wir leben da in einem Land, wo die Infrastruktur zusammenbricht, auf Drittlandniveau. Und die haben immer noch in ihrer Hybris immer noch die Aufgabe und die Meinung, sie wären die Weltpolizei. Und ich denke, England sagt jetzt einfach Schluss mit lustig. Ich glaube, wir müssen die Karten neu ordnen. Das passiert gerade. Es wird ja Auswirkungen haben können auf die Frage einer neuen Leitwährung. Jetzt haben wir ja diesen Konflikt zwischen USA und England. Der ist ja, die Engländer haben es ja mal probiert, vor vielen Jahrzehnten, das Pfund zu der Weltleitwährung zu machen. Da sind sie abgeblitzt mit diesen Vorstellungen. Das war, glaube ich, 1923 in der Konferenz von Genua. Das war genau die Konferenz, wo man eben halt das britische Pfund als britische Leitwährung, also mit einem eigenen Edelmetallstandard als Weltwährung einführen wollte, was man dann 1944 in Bretton Woods über die Amerikaner machte. Daran sieht man wieder die Verbindung zwischen Großbritannien und USA. Den Engländern war es sogar egal, ob es nun das britische Pfund oder der Dollar wird, weil sie fühlten sich ja in der gleichen Machtstruktur. Sie sagten, sie wären eine. Und jetzt tritt aber einer aus, wird größenwahnsinnig, das sage ich jetzt einfach mal so ganz keck, und jetzt sagen die anderen irgendwo, jetzt reicht's aber. So, und wir dürfen ja nicht vergessen, wenn jetzt die EU, und dazu gehörte ja Großbritannien, natürlich auch unter der Geißel der EU-Vorgaben natürlich stand, wir müssen sinnlose Sanktionen gegen Russland aussprechen,
Und England muss mitmachen, weil sie dort drunter stehen. Die müssen die NATO finanzieren, die Truppen werden verlegt zurzeit, die militärischen Truppen an die russische Grenze, also an die Ostgrenze Europas. Das sind ja alles Dinge, die irgendwo aus USA gesteuert werden. Und man fragt sich natürlich, mit welchem Recht können sie ein solch marodes Land, welches ausgedient hat, ausgespielt ist, ausgeblutet ist, die Menschen mittlerweile verelenden und viele von Hungermarken leben, die sich aufspielen als Weltpolizei. Ist das Vorzeigeland, was wir nun alle anderen anstreben, mit ihren teilweise auch sehr großen Kulturen? Und nun kommt die Situation, dass Großbritannien austritt. Genau. Und wir sehen das Spannende, die Vereinigten Staaten von Europa können wir jetzt vergleichen mit der Sowjetunion. Wir sehen dieses sozialistische Prinzip Europas, das ist ja ein sozialistisches Prinzip, und die Planlosigkeit der Politiker, nachdem der Brexit nun plangemäß umgesetzt wurde im Interesse der City of London und beispielsweise des Königshauses, ja, sehen wir jetzt natürlich sehr, sehr deutlich die Planlosigkeit der Politiker. Wir sehen ein hilfloses Gestammel. Herr Juncker spricht sogar von Außerirdischen, die unglücklich sind, was wir hier gerade machen auf der Erde. Es ist ja unglaublich. Das erinnert mich so ein bisschen an Herrn Mielke aus der DDR, als er sagte, ich habe euch doch alle lieb vor seinem Parlament, und jeder merkte, der Mann ist ja nicht mehr Herr seiner Sinne. Und so kommt es mir auch vor. Und was viele nicht verstehen, wie zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, als die Elite sich plötzlich nach Washington umgekehrt hat und hat das Volk und alle Abgeordneten und alle Funktionäre und alle Beamten und alle Professoren, Hochschulen hinter sich gelassen, haben sich umgedreht, haben sich Washington zugewandt und haben ihr Volk schlichtweg im Stich gelassen. Das führte zu einer dramatischen Verelendung in den 90er Jahren. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen in der EU, die EU komplett neu zu reformieren, im Interesse nämlich der Völker. Die EU zerbricht sowieso, genau wie die USA aus meiner Sicht zerbrechen muss. Aber wenn die EU zerbricht, noch hat sie gewisse Strukturen und könnte etwas ändern. Aufgrund der Fähigkeiten, die ich dort vermute, vermute ich nicht, dass sie da in die richtigen Regeln gehen, und die werden dann irgendwann alle ihren Job verlieren. Das heißt, die gesamte EU-Administration, wenn sie fällt, sind Millionen von Arbeitskräften, Millionen von Menschen, die in Europa davon abhängig sind. Und wenn man überlegt, dass die alle ihren Arbeitsplatz verlieren, dann haben wir eventuell eine Situation zu erwarten, wie wir sie in den 90er Jahren hatten in der Sowjetunion, die dann in Europa auf uns zukommen könnte. Ja. Du hast angesprochen mit dem Brexit, das ist eine Option. Könnte England oder könnte Großbritannien versuchen, die Verhandlungsposition gegenüber, seine Position gegenüber den USA, also im Sinne einer, man könnte jetzt boshaft sagen oder kritisch sagen, Erpressung oder einfach unter Druck ausüben, zu optimieren? Das ist sicherlich, man sollte es angesprochen haben, eine Option, aber es könnte strategisch auch sehr viel mehr dahinter stehen. Du hast die Bedeutung und die Macht, das lernt man ja heute gar nicht mehr, des Commonwealth, da weiß man schon gar nicht, wie der geschrieben wird, angesprochen, da kann sehr viel mehr dahinter stehen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass in unserer heutigen politischen Landschaft durch Wahlen nicht irgendetwas passieren kann, was das Machtsystem nicht will. Das können wir völlig ausschließen. Also wer das glaubt, aber ich denke, gut. Also okay. Wenn ein Gebilde wie Großbritannien, welches ja besteht aus England, Schottland, Irland und Wales, bereit ist, durch diesen Austritt aus dem Brexit sogar eine Zersprengung Großbritanniens in Kauf zu nehmen, weil die jetzt plötzlich sich eventuell separieren, weil die natürlich auch durch EU-Politiker relativ verwirrt wurden, ja, dann ist ja England sogar bereit, zum Beispiel die Ölreserven um Schottland herum in der Nordsee zum Beispiel aufzugeben. Wenn Sie dazu bereit sind, muss man sich fragen, was ist der Gegenwert dafür, den Sie ist die Trumpfkarte? Was ist die Trumpfkarte? Ja. Und wenn ich mir dies angucke, dann wird die Trumpfkarte sein, das haben wir ja sofort gesehen, man ist aus dem Brexit am selben Tag, als der Brexit ausgesprochen wurde von der SCO, der Shanghai Cooperation Organization, also quasi einem Gegenbündnis der Wirtschaftsstrukturen des sogenannten Goldenen Westens, ja, wurde plötzlich Pakistan und Indien als bevölkerungsreichste Staaten mit dieser Erde, Indien wird übrigens bald China in der Bevölkerungsstärke ablösen und wird das bevölkerungsstärkste Land der Welt sein, dass die plötzlich von der SCO als Commonwealth-Staaten anerkannt werden. Offensichtlich also eine Verbindung zwischen Großbritannien oder zwischen England genauer genommen, wir müssen jetzt exakter werden, England und China, dass dort bereits tiefe Verbindungen sind. Und diese Verbindung haben wir ja schon gekannt. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, bedeutet das ja, dass an dem Tag der Entscheidung des Brexits
alle Weichen im Vorfeld schon gestellt worden sein müssten, damit Indien und Pakistan in die Shanghai Cooperation aufgenommen wird. Die haben ja nicht an dem Tag geguckt, gefragt und haben gesagt, okay, machen wir. Machen wir. So schnell geht das nicht. Nee, das muss schon vorbereitet. Das war geplant. Natürlich. Ja. Allein diese Vorgänge, der zweite Vorgang, den wir haben, dass im Frühjahr, lange vor der Brexit-Abstimmung, mittlerweile Verhandlungen aufgenommen wurden, nämlich einer Fusion der englischen Börse und der Frankfurter Stock Exchange, was die EU-Statuten aufgrund der Machtkonzentration kartellrechtlich ausschließen würden. Wenn aber Großbritannien austritt aus dem EU-Verbund, natürlich nicht mehr unter dieser Kombination steht, unter dieser EU-Machtstruktur und Ägide und kann natürlich durchaus individuell eine Verbindung mit Frankfurt aufbauen. Und das Interessante ist, dass nach dem Brexit die Verhandlungen aktiviert wurden zwischen London und Frankfurt, sich zusammenzulegen, offensichtlich eine Übernahme der Frankfurter Börsengesellschaft. Der Vertrag, das sind ja wiederum privatrechtliche Unternehmen, das sind Gesellschaften, das sind ja keine Staatsorganisationen, die Börsen. Man darf das niemals vergessen. Verträge stehen über den Gesetzen, über dem Recht stehen die privaten Verträge. Sonst wäre TTIP und so weiter in ihrer ganzen Perversion überhaupt nicht möglich. Wir haben also die staatlichen Gesetze ausgehebelt und haben sie privatisiert und haben das Handelsrecht über das öffentliche Recht gestellt. Hier liegt ja der Knackpunkt. Und wenn die jetzt zusammenkommen beispielsweise, dann sparen die nicht nur eine Menge Geld, sondern, also was die Kosten anbelangt und gibt viele Arbeitslose, sondern es entsteht hier offensichtlich ein neuer Welthandelsplatz. Und wenn man jetzt sieht, dass in der Vergangenheit beispielsweise Großbritannien, also in der jüngeren Vergangenheit, auch Kontakte mit der Foreign Exchange of China, das Trade System, also das Handelssystem der chinesischen des Außenhandels, bereits in Großbritannien, sprich in London, bereits in der City eingezogen ist. Das heißt, England der einzige externe Handelsplatz ist, der auch chinesische Anleihen verkauft. Dann sehen wir, dass offensichtlich die Machtstrukturen sich verändern könnten von USA nach China. Und da sind wir bei der SCO, bei der Shanghai Cooperation Organization, mit ihren neuen Partnern Pakistan und Indien. Und der Rest tritt vielleicht auch noch bei, vermutlich unter der Ägide der City of London. Denn die City of London ist ja nun mal, was diese Finanztechnik anbelangt, natürlich am besten ausgeprägt und am höchsten in der Infrastruktur. Die Finanzarchitektur dieser Welt geht ja von London aus. Was viele nicht verstanden haben, ist, dass die City of London nicht zu London gehört. Deshalb war das natürlich wieder so eine lustige Geschichte, wenn man liest in der Presse, dass jetzt beispielsweise die Banken jetzt alle weggehen aus der City of London, weil ja Großbritannien nun aus der EU ausgetreten ist. Dabei war die City of London nie in der EU drin, denn die City of London hat einen eigenen Staat. Das ist eine eigene Struktur. Und die machen jetzt aber gemeinsame Sache mit ihren, man kann das fast sagen, als bilaterale Kooperation zwischen City of London und dem Königshaus. Ja, und hier sehen wir offensichtlich eine neue Formation. Also die Zeit wird zeigen, was da auf uns zukommt, aber es wird gewaltig sein. Was ich sehe, ist, die EU wird zerfallen, und die USA ebenfalls. Sie hat ausgedient. Ich wüsste nicht, warum jetzt ausgerechnet Großbritannien versuchen sollte, mit der USA zusammenzukommen, weil die USA ist krank. Großbritannien ist ja finanziell auch krank, nachdem ja damals Margaret Thatcher die gesamte Industrialisierung in England zerstört hat, um den Handelsplatz in London zu errichten. Und jetzt ist natürlich, haben beide noch eine gewisse Krankheitssituation. Und wenn zwei Fußkranke sich zusammentun, dann ist das noch lange kein Dauerläufer. Also man sollte vielleicht an der Stelle, vermute ich mal aus Sicht der Briten, den Commonwealth aktivieren. Und da ist Potenzial. Ja. Damit ist diese Option, es könnte hier eine Verhandlungspositionsverbesserungsaktivität sein, der Brexit, eher unwahrscheinlich. Ja. Eher wahrscheinlich ist, dass hier wirklich ein eigener Weg gegangen wird. Indien, Pakistan zeigen, dass das Zusammengeben der LSE, also der London Stock Exchange und Frankfurt, und spannend ist ja auch da, dass man jetzt schon seitens der Frankfurter so ein bisschen in Sorge ist, ob das wohl alles noch so klappt, wie man das vorgesehen hat, dass man also hier die Eintrittsschwelle noch mal abgesenkt hat, damit das Jahr funktioniert. Ja, man hat Angst davor. Dass das irgendwie nicht klappen könnte. Also auch das ist ja ein Zeichen, wenn, wie uns erzählt wird, der Brexit Großbritannien irgendwie in die komplette Krise stürzt, wäre es ja völlig unsinnig, dass
die Frankfurter Börse geradezu ultrascharf drauf ist, mit der Londoner zusammenzugehen. Welche Rolle in diesem es sind ja mehrere Kräftepole, die hier agieren. Die City, die Krone, dann die USA. Aber welche Rolle spielt die Fed in diesem Spiel? Ist das der egal oder wie würdest du das bewerten? Ja. Die Federal Reserve ist ja nicht wirklich eine amerikanische Notenbank, sondern die Federal Reserve ist ein Gesetz aus dem Jahre 1913. 13 war es ja. 13, ja. 14 war der Erste Weltkrieg. Ich muss manchmal bringt man das hintereinander. Also die Federal Reserve. Und die Federal Reserve ist ja gegründet worden letztendlich von einer privaten Bankerelite. Und diese Bankerelite findet sich in der City of London wieder. Wir müssen uns davon lösen, dass solche Organisationen wie Staaten, wie Federal Reserve, als Organisation USA, als Organisation US-Administration, als Organisation Großbritannien, England, China oder was die richtige Rolle spielt. Entscheidend sind die Machtstrukturen der Personen, die über das Geld die Macht haben. Geld regiert die Welt. Die Frage ist, wer regiert das Geld? Und wenn die morgen die Federal Reserve zumachen, dann ist denen das völlig egal. Man hat ja auch eine Lehman Brothers Pleite gemacht im Jahre 2008, während die Vorstände alle schon wieder einen neuen Job hatten. Die meisten bei Goldman Sachs und deren angehörigen Organisationen. Also insofern ist das denen egal. Wir dürfen nicht vergessen, die Elite arbeitet gegen das Volk. Und die Elite ist gesichert und die sind sofort bereit, irgendwelche Traditionsunternehmen gegen die Wand zu fahren, so wie beispielsweise jetzt die EU-Politiker in Brüssel durchaus auch bereit sind. Die werden sich morgen umschalten. Dieselben Leute, die heute in der EU die EU predigen, die Funktionäre werden morgen beispielsweise in Shanghai die neue SCO beispielsweise dann darstellen und an der englischen Börse eine ganz wichtige Rolle spielen wollen. Ja. Die einzigen, die auf der Straße bleiben, sind immer das Volk. Ja. Jetzt hast du angesprochen den Niedergang der USA, den Niedergang auch Brüssels. Das sind Dinge, die, wir haben das ganz aktuell, vielleicht beim letzten Thema, dass wir ja nach Griechenland als Wackelkandidat jetzt ganz aktuell Italien bekommen. Also es geht auch in die Richtung, dass es wirklich auch sichtbar wird, auch in dem Mainstream inzwischen angekommen ist, dass die EU auf einer Talfahrt ist. Die EU hat jetzt die letzte Chance. Die EU ist erledigt. Sie hat keine Chance aus meiner Sicht. Die EU hat jetzt nur eine Chance vor ihrem Zusammenbruch. Deshalb wird die Großbritannien auch relativ schnell aussteigen, weil die Zeit gar nicht mehr reicht. Solange wird die EU gar nicht mehr existieren, wie es bräuchte, wenn die einen ordentlichen Ausstieg aus der EU hätten. Dann bricht das auseinander, also werden die sehr sportlich aussteigen aus meiner Sicht, könnte ich mir vorstellen. Und jetzt kommt der Punkt, die EU hat die Möglichkeit, jetzt noch eventuell etwas zu regeln. Auch das wird sehr eng, weil das Zeitfenster ist nur noch sehr, sehr kurz offen. Ich bezweifle, dass sie es tun, sondern sie werden bis zum Schluss kämpfen. Dieselben Leute, die heute in der EU sitzen, in Brüssel sitzen, haben jahrelang gegen die anderen Staaten gekämpft, im Interesse der NATO und der privaten Verträge und Konzerne und Lobbyisten und haben irgendwelche Aktionen gefordert von Griechenland und permanent irgendwelche Erneuerungen und Kostenreduktionen und alles musste reformiert werden. Das Volkseigentum wurde verschleudert, die Leute sollten plötzlich keine Rente mehr bekommen, die Arbeitslosen wurden hochgefahren, die Beamten wurden rausgeschmissen. Jugendarbeitslosigkeit hat gigantische Zahlen. Das war denen egal, aber auch eben halt im Rahmen ihrer, aus meiner Sicht, Unfähigkeit, die Zusammenhänge zu erkennen. Und jetzt kommt die Wechselwirkung eins der Naturgesetze. Jetzt gehen sie selbst plötzlich raus aus dem Spiel. Und was da jetzt passiert, ist alles andere als lustig, weil die Menschen werden diese Zusammenhänge nicht verstehen. Auch Großbritannien hätte jetzt die Chance oder England im Interesse des Volkes etwas zu tun. Auch das sehe ich nicht. Sie werden jetzt eine neue, eventuell Weltstruktur anstreben über den Commonwealth. Und sie hätten die Möglichkeit, auch was fürs Volk zu tun. Es darf abgewartet werden, was passiert. Wenn man jetzt in dem Zusammenhang die Rolle der NATO noch mal betrachtet, wenn sich Großbritannien aus der NATO als der wichtigste oder zweitwichtigste nach den USA finanziell zurückzieht, sind ja auch Budgeterhöhungen in der NATO, wie es die USA jetzt hatten, auch nicht mehr durchzusetzen. Ganz im Gegenteil. Wir haben in Portugal zwar nicht an der Macht, aber faktisch vom Volk gewählt, eine Regierung, die ebenfalls aus der NATO austreten will. Insofern wäre ja dann auch und das wäre ja in der Tat etwas
für die Welt, wenn man sich das anschaut, ausgesprochen positiv ist, wenn dieses System, NATO-System, dieses aggressive Militärpotenzial auch den Bach runterginge. Die werden sich zerlegen. Wir haben Deutschland als Achse der Grundlage der Macht und das rotiert und durch die Zentrifugalkraft ist ein Außenstehender Großbritannien rausgeflogen. Alle anderen, wie zum Beispiel Holland und auch andere, werden sich anschließen. Mittlerweile wird sehr viel diskutiert im Außenbereich, dass man sagt, wir wollen auch nicht mehr dabei sein. Warum auch? Denn wenn jetzt alle anfangen, darüber nachzudenken, wir gucken uns jetzt mal USA, diesen maroden Konzern an, England könnte sich gegen USA stellen, spätestens dann wird sich auch die Medienlandschaft ein wenig verändern. Und dann werden vielleicht sagen, sag mal, warum wollen wir uns eigentlich von einem solchen Land, die nachweislich versagt haben und einfach nur in einer Hybris sich bewegen, warum wollen wir denen weiter dienen? Also es besteht eine große Chance. Das Problem sind die Massenmedien und die Durchmanipulation fast aller Menschen und aller Funktionäre, die sich für die Elite halten, aber niemals die Elite waren, sondern lediglich dafür erklärt wurden und in ihrem Größenwahn eben halt die Leute beeindrucken und die meisten Leute das tatsächlich glauben. Es ist relativ einfach zu verstehen. Man sollte auf seine innere Stimme hören und merken, was da falsch läuft. Jetzt könnte dir jemand kritisch entgegenhalten, ja gut, natürlich ist es ein Segen für die Menschheit insgesamt, nach dem, was NATO und USA als Knüppel der NATO angerichtet haben, wenn das zusammenbricht. Aber wollen wir uns jetzt so eine, wobei wir das nicht entscheiden können, aber eine chinesische Weltvorherrschaft einkaufen? Oder muss man da unterscheiden zwischen der Geschichte und der Mentalität der Chinesen und der Administration und dem Geldwesen in den USA? Ist das 1:1 dasselbe System? Es ist keine chinesische Vorherrschaft, es ist auch keine amerikanische. Es ist eine US-Administration. Ja. Und jetzt ist es eben halt eine chinesische Administration. Das sind dieselben Leute, die nur jetzt unter anderen Flaggen und Vorzeichen auftauchen. Staaten sind dafür gemacht, dass wir vor allem das Gefühl haben, das sind die, das sind die. Die Menschen wollen doch eigentlich nur in Frieden leben und wollen fair behandelt werden. Das ist das Einzige, was ich auch einfordere, warum ich jeden Morgen hart daran arbeite, dass ich die Menschen versuche mit aufzuklären oder darf, wie du auch, dass sie endlich in die Situation kommen, eigenverantwortlich zu denken und in Frieden zu kommen. Wir haben eine Krake und dieser Kraken, der sitzt über dieser gesamten Erde verteilt und der tritt immer wieder in neuen Strukturen auf. Als römischer Imperator oder als Kirche der katholischen oder eben halt im Rahmen von beispielsweise auch anderen Religionen, die dann plötzlich auftauchen. Dann haben wir eben halt eine Christianisierungswelle oder eine Islamisierungswelle, wie auch immer. Die Menschen wollen eigentlich nur in Frieden leben. Was wir brauchen, sind vor allem eben halt wieder der Weg zu uns wieder in uns selbst auch zurückerinnern und in kleinen, auch sachlich sauberen kleinen Strukturen wieder den Weg zu uns zu finden. Größenwahn führt eindeutig zur Unübersichtlichkeit. Die ganze Globalisierung hat versagt. Ja. Und die Engländer über diese Schiene versuchen es jetzt wieder. Also es geht nicht irgendwie, jetzt ist alles gut. Es besteht nur eine Chance, diese Dinge jetzt sauberer zu erkennen. Die Sowjetunion untergegangen und jetzt die USA. Wir haben eine gute Chance, es das zweite Mal jetzt zu erkennen. Ob man es tut? Und ob man es nutzt, wird man sehen. Das ist richtig. Wobei es natürlich richtig ist, dass letztendlich die herrschenden Kreise sich immer irgendwo ähneln oder sogar identisch sind. Nur kann man erwarten, wenn man so ein bisschen die Geschichte dieser Länder sich anschaut, dass sich vielleicht eine Volksrepublik China oder auch ein Russland nicht in dieser Weise instrumentalisieren lässt, wie das bei der USA mit der NATO völlig problemlos möglich war. Also, ich habe da meine Bedenken, weil wenn ich mir alleine das Schulsystem ansehe in China und die Mechanismen, mit denen die Menschen momentan nicht erzogen, sondern abgerichtet werden, da ist von Kultur nichts mehr zu merken. Es werden die Menschen in den jeweiligen Gebieten, in denen die Macht sitzt, das sind nicht die Länder, sondern die Macht sitzt in einem Gebiet, das heißt jetzt China, da werden die Menschen erstmal entwurzelt und angepasst, um da Ruhe zu haben. Ich sehe das ein bisschen anders. Entweder wir schaffen es aus uns selbst heraus oder eben halt nicht. Ich sehe da die politische Form eben halt wenig möglich in dieser parlamentarischen, demokratischen Form oder der tatsächlichen eigentlichen Finanzdiktatur, die sich aus der Finanzarchitektur ergibt. Ja. Vorletzte Frage, die Rolle oder die Möglichkeit, du sagst es, wir leben in
extrem spannenden Zeiten eines Umbruchs, eines Wechsels, auch einer neuen Chance, die man nutzen könnte, die man 89 mit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems, wir haben es hier in Deutschland am schmerzlichsten erlebt, die Chance zu sagen, man lernt aus beiden Systemen, es gab ja beide Systeme auf deutschem Boden, man schmeißt das zusammen, was gut war, und schmeißt das raus, was schlecht war. Das ist komplett verpasst worden, diese Möglichkeit, diese Umbruchssituation. Gibt es eine Perspektive für Deutschland aus dieser Brexit-Unruhe, aus dem Brexit-positiven Anschub in eine erstmal neue Richtung? Gäbe es da eine Perspektive? Theoretisch könnte es sie geben. Wir werden sehen, was sich ergibt. Ich kann das schwer beurteilen. Wir haben ein weltweites System, welches auf Verdrängung und auch auf Zerstörung ausgerichtet ist. Das sind dunkle Mächte, die hier am Werke sind. Wenn wir uns die gesamte Wirtschaftsarchitektur ansehen, wenn wir zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt argumentieren und sagen, je mehr Waffen wir liefern, desto besser geht es der Wirtschaft. Je mehr Medikamente wir verkaufen, desto besser läuft die Wirtschaft. Mit anderen Worten, je kranker die Menschen sind, desto besser ist die Wirtschaft. Das steht ja dahinter. Das heißt, die Absurditäten sind so hoch gedreht, dass nahezu alles auf dem Kopf steht. Und wir müssen erstmal die Grundlagen wieder fragen, was ist Wirtschaft? Ein Wirt und der schafft. Auch wenn es so mit einem F geschrieben wird, ist mir schon klar. Aber unterm Strich gesehen bedeutet das auch was mit Bedürfnisbefriedigung, nachhaltig im Interesse der nachfolgenden Generationen. Das findet nicht statt unter ethischen Gesichtspunkten, unter moralischen Gesichtspunkten, unter demütigen Gesichtspunkten im Rahmen dieser Schöpfung. Solange das nicht stattfindet, sehe ich da keine Möglichkeit. Wir werden sehen, was passiert. Ja. Brexit bedeutet also für Großbritannien zumindest jetzt mal und für auch die Krone und für den Finanzplatz alles andere als irgendein Abstieg. Du hast das mal so schön formuliert, allenfalls ein Abstieg auf das Drittweltlandniveau der Schweiz. Ja. Herrliche Formulierung. Also insofern das Gegenteil von dem, was im Augenblick in den Medien diskutiert wird. Und es könnte so eine Art Dominoeffekt haben in Richtung einer auf jeden Fall Veränderung der jetzigen Großwetterlage mit dem Ende der USA, dem Ende der NATO und dem Ende von Brüssel. Also spannende Zeiten. Wir haben Domino Day, so ist es. Ja. Lieber Andreas, ganz herzliches Dankeschön für diese etwas andere Sicht auf das, was wir im Augenblick in den Medien vorexerziert bekommen und auch von unseren Politikdarstellern vorexerziert bekommen. Und wir dürfen wie immer gespannt darauf sein, was mit den Prognosen, mit denen du schon so oft richtig lagst, sich in Zukunft ergeben wird und wie sich ob da wirklich auch eine Chance zu einem echten Wechsel, zu einem echten Wandel stattfindet. Aber es ist zumindest der erste Schritt schon mal gemacht. Danke. Danke. Liebe Zuschauer, in der Tat, Domino Day, hat Andreas gesagt, eine spannende Entwicklung der aktuellen Politik. Und wir dürfen, und das ist auch etwas, wofür man dankbar sein sollte, Zeitzeugen einer solchen Entwicklung sein. Und wir können unseren Beitrag, und wenn er noch so klein ist, dafür leisten, dass ein verkrustetes, ein militaristisches, ein grausames System vielleicht dann doch aufgebrochen wird und wir insgesamt eine bessere, eine andere, eine humanere Zukunft uns schaffen und bilden können. In diesem Sinne geben wir natürlich nicht auf, sondern jetzt nochmal angespornt durch die großartige Entscheidung in Großbritannien, neue Impulse und neue Möglichkeiten nach vorne zu schauen. In diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, diesmal aus dem Indianischen Kulturzentrum in Nova Scotia auf Cape Breton Island im Osten von Kanadas. Tschüss.